Wenn ihr jetzt gerne wissen möchtet, wie ich diese Sommerdeko gebastelt habe, ja, dann würde ich vorschlagen, bleibt doch einfach dran. Im folgenden Video zeige ich es euch Step by Step. Mein Herz werde ich aus Wiesengräsern erstellen. Alternativ dazu könnt ihr aber auch beispielsweise Bast verwenden. So, und ich werde das Ganze jetzt hier mal halbieren. Und ich achte jetzt auch darauf, dass die zwei Bündel in etwa gleich dick sind. Muss aber jetzt hier wirklich nur in etwa sein. Und dann nehme ich mir jetzt jeweils noch etwas bei den Bündeln raus und das lege ich mir beiseite. Das braucht man nachher für den Abschluss. So, sollte aber jetzt alles schon mal so weit ausreichen. Das zweite Bündel schiebe ich mir auch mal da oben hin. Das brauche ich jetzt noch nicht. So, dann habe ich jetzt hier ein Gummiband am Start, beziehungsweise ich bin einen Tacken zu schnell. Ich will hier den Abschluss so einigermaßen gleich haben, also mit den Halmen. Das passt aber jetzt schon mal so weit. Gummiband ist am Start. Und das wird jetzt hier drumherum gemacht, damit das Ganze gleich beim Flechten nicht, ich sag mal, auseinander fliegt. So, zack. Zack. Ja, irgendwo ist er hier gerade ein bisschen zickig. Habe ich jetzt hier an einer Stelle platziert. Jetzt nicht irgendwie das eine hier oben, das andere da unten. Ja, und ich hatte erst darüber nachgedacht, das Ganze hier, ich sag mal, ganz normal zu flechten. Aber ich werde das jetzt als Fischgrätenzopf erstellen. Ich hoffe, man kann das nachher auch einigermaßen sehen. Legen wir mal die Schere hier drauf, um das nochmal zu beschweren. So, beim Fischgrätenzopf, da nimmt man immer was von der Außenseite. Hier ist gerade was hinausgeflutscht. Könnt ihr einfach so wie ich jetzt auch da hineinstecken unter das Gummiband. Dann nimmt man immer etwas von der Außenseite, links und rechts. Ja, das dauert hier einen Moment, bis man die Gräser halt so weit justiert hat. Ist eigentlich genauso wie beim Haareflechten, ist genau das gleiche. So, bin jetzt soweit und lege die beiden über Kreuz. Jetzt nehme ich hier wieder was von der Außenseite. Das ist jetzt in meinem Fall die rechte Seite. Hier habe ich jetzt über Kreuz. Lege das auch wieder über Kreuz auf die linke Außenseite. Jetzt arbeite ich an der linken Außenseite. Freme mir etwas hinaus. Und lege das auch wieder über Kreuz zu der rechten Seite. Ja, und das Ganze mache ich jetzt so weit, bis ich das halt ja komplett geflochten habe. Ich habe ja jetzt an diesem Punkt alles soweit miteinander verflochten, aber ich werde natürlich noch weiter flechten. Ich werde jetzt halt weiterhin mir immer Material hier von der Außenseite dann über Kreuz auf die andere Seite hinzulegen. Ne? So lange, bis ich halt nichts mehr zum Flechten nachher habe. Und dann werde ich das Ganze jetzt natürlich auch wieder für euch beschleunigen. So, meinen ersten Fischgrätenzopf habe ich jetzt soweit fertig. Ja, und wer möchte, der kann später hier so überschüssiges Material einfach abschneiden. Hier unten habe ich jetzt nicht zum Befestigen verwendet. Das hält jetzt erst einmal von alleine. Und dann flechte ich jetzt auf die gleiche Art und Weise mein zweites Bündel. Kommt auch wieder ein Gummiband hinzu. Ich muss das hier aber mal eben justieren. Zwischendurch, da gehen auch mal ein paar Gräser flöten, ne, weil die halt doch nicht gescheit mit dem Gummiband befestigt waren. Aber das sind dann nur so 3, 4 Stück, das ist jetzt nicht so schlimm. Mal eben schauen. Ja, das passt hier auch schon mal so einigermaßen. Aber wenn man den Anfang geschafft hat, ne, dann ist das Ganze schon mal ein bisschen entspannter. Ich zeige es euch jetzt noch einmal. Ne, Bündel ist am Start. Nehme mir wieder ein paar Gräser hier von außen, links und rechts. So, mal gucken. Und lege die über Kreuz. So, jetzt hier schon mal das erste. Jetzt arbeite ich an der rechten Seite, nehme mir wieder etwas hinzu an Gräsern, lege die
hier über Kreuz. Zack. Jetzt kommt die linke Seite, auch wieder hier aus dem Außenbereich. Auch wieder über Kreuz. Nehme das hier wieder hinzu. Rechte Außenseite. Na, willst du wohl? Komm mal her. Auch wieder über Kreuz. Und ja, den Rest werde ich aber jetzt hier komplett im Zeitraffer erstellen, weil das ist ja jetzt genauso wie vorhin bei dem ersten Fischgrätenzopf. So rum. Zopf Nummer 2 habe ich jetzt auch soweit fertig geflochten. Ja, und die beiden Zöpfe werden jetzt miteinander verbunden werden. Dafür verwende ich jetzt ein drittes Gummiband. Ihr braucht nachher auch noch ein viertes Gummiband. Ich werde jetzt das dritte Gummiband an den Stellen dran machen, wo halt bereits die anderen beiden Gummibänder sitzen. So. Ach, und was wollte ich jetzt noch erzählen? Überschüssiges Material, also halt Material, was hier so absteht, das könnt ihr nachher einfach abzupfen oder halt abschneiden. Auch hier oben, ne, wer möchte, der kann da gleich auch noch etwas abschneiden. Und ich muss mir das Ganze jetzt hier erst einmal justieren und mal selber gucken, wie viel ich überhaupt abschneiden möchte. Theoretisch gesehen könnte man das Ganze jetzt so einfach lassen, nimmt ein Gummiband und befestigt das hier einfach an dem Teil und an dem Teil. Aber ich nehme jetzt hier mal etwas weg. Ja, so gefällt mir das Ganze hier unten schon mal besser. Und ich habe jetzt hier ein viertes Gummiband am Start. Eben hier justieren, ne, wie groß ich das letzten Endes gerne haben möchte. Und mache das jetzt hier unten drumherum. Da kann man jetzt auch überlegen, ob man hier unten noch etwas abschneiden möchte oder halt nicht. Ne, das bleibt jetzt hier wirklich wieder jedem selbst überlassen. Das sind im Übrigen immer Gummibänder, ja, die ich dann von so einem Bund Blumen aufgehoben hatte. Deswegen manchmal erwähne ich ja auch, schmeißt die nicht unbedingt weg. Die kann man dann halt wiederum für solche Projekte nochmal gebrauchen. So, nochmal hier Lucky. Doch, also ich finde, das Ganze sieht schon mal süß aus. Wie gesagt, hier unten, da kann man jetzt darüber nachdenken, ob man noch etwas abschneiden möchte oder halt abzupfen. Ich werde aber hier diese ganz, ganz langen Gräser jetzt abschneiden. Ich werde sie mir aber auch mal beiseite legen. Vielleicht kann man die noch für irgendwas anderes gebrauchen. Muss ich mal gucken, ne? Vielleicht auch nicht. Aber nicht immer gleich alles entsorgen, falls ihr da noch irgendwelche spontanen Ideen nachher haben solltet. Kann ja gut möglich sein. Ja, und wer möchte, der kann das Ganze jetzt noch weiter dekorieren. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Man könnte das jetzt theoretisch gesehen so auch nachher an der Tür einfach aufhängen. Und ich war jetzt schon ehrlich gesagt einen Tacken zu weit. Ich wollte ja noch die Gummibänder vertuschen. Ich habe ja hier diese Gräser am Anfang des Videos beiseite gelegt. Ich gucke mal, was ist hier nicht mehr so biegsam. Ja, nehmen wir das hier mal weg. Stecke das jetzt hier unter so ein Gummiband. So. Und wicke jetzt um die Gummibänder drumherum, dass man die halt nachher nicht mehr sehen kann. Man hätte jetzt auch einen Knoten da hinein machen können. Ich bin jetzt gerade selber am Überlegen, ob ich das Ganze nochmal abfriemel. Oder was man auch machen kann, ist aber jetzt friemeliger. Ihr steckt das hier auch so drunter. Muss mal eben selber überlegen, was hier sinnvoller ist. Ne, wisst ihr was? Ich mache das nochmal auf. Das ist mir... Obwohl, nee, es hält. Ich brauche gar nicht aufmachen. Haha, es hält. Ja, und somit sieht man halt das Gummiband nicht mehr. Das mache ich jetzt hier unten auf die gleiche Art und Weise. Ich fange hier mal eben wieder von vorne an. Das gefiel mir jetzt gerade nicht so, wie ich das erstellt hatte. Ne, wenn schon, denn schon. Soll ja auch nachher cool aussehen. So, und jetzt versuche ich hier mal einen Knoten rein zu friemeln. Na, wollt ihr wohl bitte? Das wäre jetzt voll nett. Ich ziehe das etwas stramm, also jetzt nur so etwas, ne? Jetzt hier nicht volle Pulle. Und überschüssiges Material schneide ich jetzt mal ab. Ich glaube, die Gräserpusche hier, die kürzeren, lasse ich jetzt aber dran. So. Ich glaube, das sieht auch cool aus, aber den hier können wir noch abzupfen. Den nehmen wir auch weg.
Ja, auf anderes Material, wo ihr jetzt sagen solltet, ah nee, hier zum Beispiel, das guckt mir jetzt hier zu weit hinaus. Einfach dann mit der Schere abschneiden. Und dann werde ich jetzt mal überlegen, wie ich hier weiter fortfahren möchte. Wie bereits schon erwähnt, wer möchte, der kann das jetzt auch so einfach an seiner Haustür aufhängen. Aber ich habe da jetzt noch eine andere Idee. Ich habe jetzt hier noch eine 2 Meter lange Drahtlichterkette für den Outdoor-Bereich. In meinem Fall ist sie jetzt batteriebetrieben, die gibt es aber auch mit so kleinen Solarmodulen. Damit habe ich bereits auch schon gearbeitet und toi toi toi, bisher funktionieren die auch immer noch. Und bei der Lichterkette, da nehme ich aber einfach immer Batterien, die man halt immer wieder aufladen kann. Ja, und das Herz wird jetzt mit dieser Drahtlichterkette umwickelt werden. So, den Anfang, den stecken wir jetzt hier einfach mal irgendwo hinein. Und ich wollte euch noch eine Sache erzählen. Das Ende hier von der Drahtlichterkette, das werde ich dann so einarbeiten, dass das hier nachher so hinauskommt. Ja, ich denke, das Ganze sieht doch so schon mal ganz cool aus. Und es bleibt jetzt natürlich wirklich jedem selbst überlassen, ob er das als Türdekoration oder so wie ich auch als Gartendekoration verwenden möchte. Würde ich das Ganze jetzt nachher an der Tür aufhängen oder an der Tür halt platzieren, dann hätte ich das Batteriefach einfach hier hinter eingearbeitet. Ich hätte mir dann wahrscheinlich ein bisschen Bindedraht zur Hilfe genommen, um dann halt dieses Batteriefach da gescheit dran befestigen zu können. So, ich werde das aber jetzt anders machen. Ich habe jetzt hier einen Bambusstab. Erfreulicherweise hat mein Bambusstab hier noch diese Pönöppel. Da waren dann halt mal die Blätter mit dran oder die einzelnen Triebe, wie auch immer. Jetzt gucke ich mal, wie weit soll das hier nachher hinausschauen. Also der Bambusstab aus der Erde. Ja, ich habe das jetzt hier schon mal drumherum gewickelt. Dieses durchsichtige. Gucke jetzt hier eben nochmal. Wird dann hier gleich an der Stelle befestigt werden oder vielleicht, nee, da oben. Und ich habe jetzt halt, wie gesagt, Glück. Die Pönöppel sind noch dran. Stecke das jetzt hier einfach also hinein. Wenn es jetzt bei euch nicht halten sollte, dann halt mal Bindedraht hinzunehmen. Ne, das hier. Und dann dran befestigen. Muss aber doch noch ein bisschen anders justiert werden. Etwas weiter oben. Zack. So. Na. Das wird ja gerade nicht so, wie ich gerne möchte. Jetzt muss ich hier gleich doch noch Bindedraht hinzunehmen, wa? Ja, jetzt nehme ich mir auch mal Bindedraht hinzu. Es will gerade nicht so, wie ich möchte. Ich gestehe ja, ich habe das vorhin einmal ausprobiert, ob das überhaupt gehen würde mit diesem Bambusstab. Also einfach da nur so hineinstecken. Ja, es hatte vorhin einmal geklappt. Bindedraht wird jetzt hier mal durchgefriemelt, dass man den nachher wirklich auch gar nicht mehr sehen kann. In meinem Fall hält das jetzt hier schon mal an dem Bambusstab und dieses Batterieende werde ich jetzt einfach dementsprechend nach unten hin wegwickeln. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Reserve gelassen. Ja, das ist jetzt hier etwas schwer zu handeln, weil dieser ganze Teil hier von meinem Bambusstab, der wird nachher in die Erde gesteckt werden. Ja, dann wird das so in etwa, ich sag mal, ab dieser Höhe hier nachher hinausschauen. Ich werde das gleich aber auch nochmal für euch filmen bzw. fotografieren, wenn das Ganze im Garten platziert ist. Ja, und mit der Deko bin ich jetzt auch soweit fertig. Ich hatte erst noch, darüber nachgedacht, noch Wiesenblumen mit einzuarbeiten, aber ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!